Hallo liebe Motorradfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein ganz besonderes Auto für euch und ich bin auf einer anderen Location diesmal, etwas schöner, dem Auto angepasst. Denn heute geht es um ein schönes Modellauto von der Firma CMC. Das ist mein allererstes Auto von CMC. Falls ihr die Firma noch nicht kennt, die sind bekannt für sehr hochdetaillierte Modelle. Und das hier ist mein allererstes, wie gesagt, von ihnen. Und zwar der Porsche 911 Sportcoupé, quasi der U911er. Das ist die Verpackung in der Farbe irisch-grün. Ist limitiert auf 5000 Stück und ist im Maßstab 1:18. Das ist die Verpackung, hier von der Seite. Hinten im Prinzip dasselbe. Hier auch. Und hier steht noch was. Sammlerstück für Kinder unter 14, natürlich nicht geeignet. Und auf der anderen Seite dasselbe. Und ich packe den Wagen jetzt einfach mal aus. Bitte entschuldigt, hier ab und zu sind hier extreme Windgeräusche wahrscheinlich im Video. Ich muss mal gucken, ob ich nachher das Video nochmal neu synchronisieren muss. Und wir können sehen, hier kommt schon das erste zum Vorschein. Und zwar einmal haben wir hier so ein kleines Zertifikat, wo im Prinzip steht, das ist die Nummer 2087 von 5000. Ja, kleiner Text. Und wir haben ebenfalls so ein großes Zertifikat dabei, beziehungsweise so eine Produktbroschüre, kann man sagen, mit Informationen zum Auto in Deutsch und Englisch. Ja. Also wirklich sehr viel. Das Auto besteht fast aus 1000 Teilen, habe ich auf jeden Fall entnommen. Und ich ziehe es jetzt mal raus. Das ist die Styroporverpackung. Hier oben nochmal Warnhinweise. Und ich werde jetzt das ganze Teil abheben von der anderen Seite. Das nehme ich auf. Und ihr seht, hier kommt erstmal ein Tuch zum Vorschein von CMC. Ein Poliertuch mit dem Aufdruck hier. Das müssen wir gleich mal wegtun, damit der Wind es nicht bekommt. Und hier noch eine Schutzfolie. Genauso wie hier vorne. So, dann hole ich den Wagen mal raus. So. Und ihr könnt schon sehen, hier geht schon was ab, aber dazu kommen wir gleich. So. Das ist nämlich noch mit dabei gewesen. So, also hier ist der gute Wagen. Wirklich ein tolles Modell, der Porsche 901. Der ist übrigens wirklich sehr, sehr schwer. Das glaubt man gar nicht, weil die Metallplatte unten ist aus Eisen bzw. Metall. Und hier kann man schon sehen, wie detailliert alles gemacht wurde. Aber kommen wir gleich zu. Wir schauen uns die Front an. Ist Porsche typisch, ne? Ich meine, jeder hat wahrscheinlich dieses Modell auch schon mal gesehen. In echt vielleicht noch nicht so oft, aber auf jeden Fall bestimmt in Zeitschriften, Fernsehsendungen oder sonst wo. Und hier ist wirklich sehr, sehr detailliert gearbeitet worden. Hier das Porsche-Logo, die Chromleisten, die Blinker hier vorne. Ist wirklich sehr schön gemacht, die Lichter. Und ja, wir gucken gleich mal in den Kofferraum rein. Und hier kann man sehen, das ist der Kofferraum. Und man kann dieses Teil sogar herausnehmen. Das ist schön mit Teppich verkleidet. Hier kann man den Tankstutzen sehen, beziehungsweise der Tankstutzen ist hier. Den kann man ebenfalls öffnen. Und ich versuche das Ganze jetzt hier mal rauszuholen. Einen kleinen Moment mal. In der Packung war noch eine Pinzette mit dabei. Die werde ich jetzt natürlich mal benutzen. So, um euch das zu präsentieren. Jetzt. Und hier können wir sehen, wirklich mit Gummi ist das gemacht worden. Und hier können wir reinschauen in diesen wunderbaren Innenraum. Ich zeige euch mal von Namen. Also hier ist wirklich sehr gut gearbeitet worden, wirklich hoch detailliert. Den Ersatzreifen kann man natürlich auch mit herausnehmen, das mache ich jetzt nicht, weil das ist eine sehr große Fummelarbeit, aber ich kann euch ein Foto davon machen. Also die kann man auch, soweit ich weiß, abschrauben, die Räder.
und theoretisch wechseln, wenn man das möchte. Ihr könnt mal sehen, hier drin ist wirklich kleinsten Kabel mit eingearbeitet worden. Das ist wirklich unheimlich detailliert gemacht. Ich mache das jetzt Ganze mal wieder zu. So. So. Der Wagen von der Seite ist natürlich sehr, sehr, sehr sportlich. Unheimlich schön gemacht. Entschuldigt bitte das Geräusch, hier fährt gerade irgendjemand mit so einem Mini-Traktor durch die Gegend offenbar. Ja, von der Seite wie gesagt, ich hatte euch ja gerade am Anfang, konnte man ja schon sehen, dass die Radkappen, dass die abgehen. Und zwar, die sind magnetisch, wie ihr seht. Die springen weg. Müssen aufpassen, dass man sie nicht verliert. Ich lasse jetzt mal dran, weil es windet sehr stark, bitte verzeiht mir das. Aber ihr seht schon, diese Felgen sind unheimlich detailliert gemacht worden. Und man kann die auch abschrauben, habe ich ja gerade erwähnt. Und dazu liegt hier ein kleines Tool bei. Ein kleiner Werkzeugkoffer sozusagen. Und wenn man den aufmacht, kann man sehen, hier sind die Öffnungen für die Radkappen und entsprechendes Opening-Tool. Hätte ich natürlich jetzt dran denken können, aber egal. Und ein kleiner Schraubenzieher. Also man kann wirklich die ganz kleinen Schrauben hier abmachen. Oder muttern, besser gesagt. Also das habe ich auch noch nie so gesehen. Finde ich wirklich sehr, sehr toll. Mache ich jetzt nicht. Ist ja nicht notwendig. Ich meine, der hat noch keinen Platten. Denn ich fahre ja nicht so oft damit rum, ne? Ja, ich versuche mal das Ganze wieder dran zu machen. So. Und das geht also wie gesagt mit jedem der Reifen. Diesen Tankstutzen, den kann man ebenfalls öffnen. Ich versuche das mal, ob das geht mit diesem Tool. Naja, doch geht. Ne, hier kann man reingucken. Also man kann den sogar noch öffnen. So. Und ich glaube, man kann sogar die Antenne hochziehen. Seht ihr das? Ich habe es, glaube ich, jetzt nicht ganz rausgefahren. Ich möchte es auf jeden Fall nicht kaputt machen, deswegen fahre ich sie jetzt wieder rein. Aber das ist natürlich klasse, wenn man das so alles aufmachen kann. Wie gesagt, von der Seite sehr schnittige Form. Von hinten auch fantastisch umgesetzt. Der Porsche-Schriftzug in Gold, der Auspuff, die Chromleisten, die Lichter, ist wirklich alles, die Luftkühlung oder Lufteinlass, besser gesagt. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt kommen wir quasi zum Herzstück des Ganzen. Beziehungsweise des Ganzen. Und zwar, das ist der Motor. Und jetzt schaut mal, wie detailliert dieser Wagen gemacht wurde. Also hier kann man wirklich alles vom Motor wirklich detailliert erkennen. Die kleinen Aufkleber an dem Schlauch dort. Die Kabel. Die einzelnen Gummis sind sogar dran befestigt. Also es ist wirklich... Wie gesagt, man darf ja nicht zu viel loben, denn dann ist ja fast schon Werbung. Aber ich muss schon sagen, das ist wirklich, wirklich sehr gut umgesetzt worden. Also mir gefällt das echt fantastisch. Gut, muss ich sagen. Ja, schauen wir mal in den Innenraum rein. Denn da wird man auch nicht enttäuscht. So. Gleich von der anderen Seite auch. So, gucken wir mal rein. Und auch hier ist wirklich fantastisch gearbeitet worden. Wirklich das Holzlenkrad ist sehr schön gemacht. Im Fußraum Teppich versteht sich von selber. Die Holzapplikation, das Radio kann man gut erkennen. Bei den Sitzen hier, das Gelenk kann man sehen. Man kann die, glaube ich, sogar ein Stück vorklappen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Der Himmel ist ja nicht im Stoff. Ich weiß gar nicht, was für ein Material es ist. Ich
Ich weiß es nicht genau, ob das beim Originalstoff ist. Ich glaube es aber eigentlich schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn ihr einen habt, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben. Und mich natürlich herzlich einladen zu einer Spritztour. Ja. Ich versuche mal, ob ich den Sitz ein bisschen vorklappen kann. Weil das geht auch. Ja, seht ihr? Und da kann man hinten reinschauen. Und da sieht es natürlich auch entsprechend gut aus. Wirklich schöne Sitze und ich glaube, die sind ja auch aus Leder oder diesen Kunststoff auf jeden Fall. Und so. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön, das Ganze. Auch die Türgriffe bzw. die Türpappen, wenn man das auch so nennen darf, sind auch aus schönem Kunststoff hier gemacht worden. Oder ist das sogar Leder? Das könnte sogar Leder sein. Hier sogar in der Tür, das Schloss selber ist drin. Also es sieht wirklich, wirklich sehr schön aus. Also es ist wirklich eines der detailliertesten Modelle, die ich überhaupt besitze. Also da kann man wirklich überhaupt nichts falsch machen, wenn man diesen Wagen sich geordert. Die gibt es leider nicht mehr neu zu kaufen, sondern ihr müsst mal schauen auf dem Gebrauchtmarkt. Sowohl in 1:1 als auch in den Maßstäben 1:18 von CMC. Ich bin froh, dieses Modell gekauft zu haben. Ich habe das letztes Jahr mir gegönnt. Und noch eine kleine Information am Rande. Warum ist dieser Wagen irisch-grün oder irisch-grün? Und zwar hat Ferdinand Porsche quasi einen von den ersten 901ern besessen. Und der war offenbar laut Überlieferung irisch-grün. Und deswegen ist auch das Set, was ich schon mal vorgestellt habe, eines meiner ersten Videos, in irisch-grün gehalten oder irisch-grün. Das Set 1 Millionster Porsche 911, was ich hier schon mal vorgestellt habe, in 1:43. Link dazu in der Beschreibung oder hier im i. Auch noch eine kleine Geschichte zu dem Porsche, warum der 901 heißt und später 911. Porsche hat den ersten 901 taufen wollen, aber dann gab es einen Rechtsstreit mit Peugeot. Und dann haben sie sich kurz entschlossen, den Wagen 911 zu nennen. Aber das nur am Rande. Wie gesagt, ich sage, Modellautosammler sollten sich dieses Modell vielleicht mal oder diese Firma mal genauer anschauen. Denn die haben wirklich sehr detaillierte Modelle. Also wirklich Hut ab. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Wie gefällt euch der Wagen? Wie gefällt euch das Modell? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bewertet dann mein Video, gebt mir einen Daumen nach oben, teilt mein Video, schaut auch mal auf meinen anderen Videos vorbei von meinem Kanal. Denn es gibt wirklich sehr schöne Modellautos da draußen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Macht's gut und wir sehen uns bei dem nächsten Modellauto.